Pomade-Alphabet-Video hier auf unserem Pomadeshop YouTube-Kanal. Wer mich nicht kennt, ich bin der Flo und ich führe euch durch das Alphabet mit Pomadenbegriffen zu jedem Buchstaben passend. Und heute ist dran der Buchstabe C. Und da haben wir uns wieder ein paar Begriffe rausgesucht. Vielen Dank für euer Mitmachen, auch unter dem letzten Video, dass ihr tatsächlich auch ein paar Begriffe noch mit B drunter geschrieben habt, an die wir nicht gedacht haben. Macht das gerne auch hier runter, wenn euch hinterher auffällt, dass ich einen Begriff mit C in der Pomadewelt vergessen habe. Schreibt den gerne darunter. Optimalerweise gleich mit einer Definition dazu, damit die Leute, die das dann lesen, auch gleich Bescheid wissen und das vielleicht auch nicht wussten. Und ich lege los jetzt mit dem Buchstaben C. Und was liegt näher als bei C? Das Clay als erstes zu nennen. Clay heißt auf Deutsch einfach Tonerde. Man kennt vielleicht auch als einfach nur unter Ton oder Lehm. Und das hatten wir ja schon mal in dem Video zu B, wo es um Bentonit ging. Bentonit ist eine Art Tonerde. Deswegen blende ich hier nochmal ein Bild ein, wie sowas ausschaut. Ist so ein erdiges Pulver. Also ihr könnt euch vorstellen, wie wenn man Ton quasi trocknen lässt und dann malt, dass es dann so ein erdiges Pulver wird. Und das sorgt ganz einfach dafür, dass es durch seine Flüssigkeitsbindung auch die natürlichen Fette im Haar bindet, wodurch ein Haarstyling-Produkt komplett matt wird. Das heißt, ihr seht dann auch auf so Produkten, dass es vorne drauf steht, wie zum Beispiel hier bei dem Captain Fawcett's Clay steht es drauf, genauso wie beim Reuzel Clay oder auch beim Lockhart's Matte Clay, dass da auch Clay drin ist. Und das ist es meistens auch. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, da steht vorne Clay drauf und dann ist bei Inhaltsstoffe dann nicht wirklich Clay zu finden. Ihr findet es meist unter den Begriffen Kaolin oder wie gesagt Bentonit. Und dieser Name von diesem Bentonit, dieser Überbegriff oder Kaolin, gibt dann einem Matte Clay oder einer Clay-Pomade eben dann auch ihren Namen. Eine Pomade, die im Haar matt ist. Kommen wir zu einem weiteren wichtigen Begriff und der Begriff, den ich meine, ist Chemie. Chemie ist ein sehr weit umfassendes Spektrum. Wenn wir von Chemie reden, ist es meistens eigentlich per Definition falsch benutztes Wort. Denn wenn wir sagen, eine Pomade enthält lauter chemische Inhaltsstoffe, dann ist das richtig, aber trifft auch auf jede Pomade zu, auch auf eine komplett natürliche Pomade, weil im Grunde ist alles Chemie. Auch natürliches Wasser ist einfach Chemie. Ja. Ihr kennt es, H2O in der Regel, also wenn es reines Wasser ist. Deswegen versuchen wir schon seit einiger Zeit darauf zu achten, dass wir nicht Chemie sagen, wenn wir synthetische Stoffe meinen, sondern wirklich auch Synthetika oder synthetische Stoffe sagen, weil das würde das eigentlich eher treffen, was wir meinen. Das sind nämlich Stoffe, die im Labor erzeugt werden und nicht in der Natur so vorkommen. Das meinen wir mit Chemie. Aber im Grunde ist es auch eine sehr natürliche Pomade, wie zum Beispiel Dapper Strong, die auf Wachs und Öl basiert. Chemie. Aber trotzdem sehr, sehr natürlich. Ich hoffe, das ist verständlich. Ein weiterer Begriff mit C, der uns eingefallen ist, ist das sogenannte Carnauba-Wachs. Beim Carnauba-Wachs handelt es sich um ein pflanzliches Wachs, das oft in Pomaden zu finden ist, das sich perfekt eignet als Ersatz zu Bienenwachs, da es auch sehr, sehr fest ist und eben der Vorteil für Veganer: es ist kein tierisches Produkt, es ist ein pflanzliches Wachs. Es ist, Fun Fact, das härteste pflanzliche Wachs, das es aktuell jedenfalls gibt, das aktuell bekannt ist und wird aus der Carnauba-Palme gewonnen. Und zwar bildet sich dieses Wachs auf den Blättern und diese Blätter werden dann abgekratzt, abgeschabt. Also das bricht auch so richtig von den Blättern anscheinend runter, dieses Wachs, und wird dann für die Kosmetik zum Beispiel verwendet, um ein Produkt schön festzumachen, um die Pomade schön hitzebeständig und stabil zu machen. Carnauba-Wachs findet man dann in der Inhaltsstoffe meistens unter den Begriffen Copernicia cerifera cera. Cera ist eigentlich immer ein Wachs und der Name davor ist einfach der Name der Pflanze. Und so ist das Carnauba-Wachs zum Beispiel in sehr großer Konzentration in eben der Dapper Strong drin, aber auch in unorthodoxen Produkten haben wir es bei uns in einigen drin, zum Beispiel dem O'Dowd's Dry Wax oder auch der Lockhart's UWB. Und wo ich gerade bei der Lockhart's UWB bin, mache ich nämlich gleich weiter mit einem weiteren pflanzlichen Wachs, das auch mit C anfängt, nämlich das sogenannte Candelilla-Wachs. Das ist nämlich auch in der Lockhart's UWB drin, übrigens auch im O'Dowd's Dry Wax. Und ist ein weiteres cooles pflanzliches Wachs, wird aus dem Candelilla-Busch gewonnen. Hier werden einfach die Blätter ausgewaschen und dann das Wachs oben abgeschöpft aus dem Waschwasser sozusagen oder aus, ich glaube mit Schwefelsäure wird das gemacht, wird mir allerdings ein bisschen zu chemisch dann, weiter weiß ich da nicht so genau. Und Candelilla-Wachs findet ihr in den Inhaltsstoffen meistens unter dem schönen Begriff
Euphorbia cerifera cera oder Wax oder auch einfach unter Candelilla cera manchmal. Hier wieder Cera heißt einfach Wachs und davor ist einfach der Name der Pflanze. Candelilla Wachs findet ihr in vielen Produkten bei uns. Wie gesagt, in der allerbesten UVB meiner Meinung nach, die es gibt, der O'Dowd's Standardpomade. Habe ich schon mal reviewed, das Review kommt jetzt hier oben rein. Aber auch in einer weiteren sehr, sehr coolen UVB, der Pompey's Matte Pomade Cream Dream. Oder auch in einer Uppercut Matte Pomade. Sehr coole Pomaden aus Australien, Uppercut. Dürfte jeder von euch, denke ich, kennen. Und dann noch ein letzter Begriff mit C, der dem Max eingefallen ist. Und zwar ist das sogenannte Kumarin, das mal mit C geschrieben wird, auch mal mit K, mal nur mit O, mal mit OU, je nachdem, ob es Englisch oder Deutsch oder eingedeutschtes Englisch ist und so weiter. Findet man ganz oft auf den Inhaltsstofflisten auf Pomaden relativ weit hinten, denn Kumarin ist einfach ein Bestandteil des Duftes. Man findet ja auf Pomaden ganz oft erst die Inhaltsstoffe, die in hoher Konzentration drin sind, also Vaseline, Wachse und Öle, und dann kommt Parfüm oder Fragrance und dann kommt nochmal eine Reihe Inhaltsstoffe. Und diese Reihe Inhaltsstoffe sind eigentlich dann die Bestandteile vom vorher genannten Parfüm. Und da ist oft Kumarin dabei. Kumarin ist ein Duftbestandteil, der in vielen verschiedenen Pflanzen auch zum Beispiel vorkommt in der Natur. Also erstmals gewonnen wurde der aus der Tonkabohne, ist aber auch in manchen Zimtsorten drin und duftet vanillemäßig, aber auch heumäßig, habe ich gelesen. Das finde ich sehr interessant, weil das sind zwei Düfte, die ich relativ gegensätzlich finde, aber wahrscheinlich kommst du auf die Konzentration oder irgendwie gibt es verschiedene Kumarine, weiß ich jetzt auch wieder nicht so genau drauf an. Aber finde ich sehr spannend, weil ich habe diesen Stoff schon so oft auf irgendwelchen Listen irgendwo gelesen und jetzt weiß ich auch so in etwa, was es ungefähr ist. Aber auch hier wieder wird es mir dann schnell zu technisch und zu chemisch. Aber wenn ihr wisst, es ist ein Duftstoff, wisst ihr, denke ich, schon ganz gut Bescheid. So, und das wären jetzt alle Begriffe mit C gewesen, die mir oder uns hier eingefallen sind. Wie gesagt, wenn euch noch weitere Begriffe mit C einfallen, schreibt es gerne unten in die Kommentare, schreibt am besten auch noch zu, was diese Begriffe bedeuten. Und dann würde ich mich generell freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, wie euch das Ganze gefallen hat, das Video. Gerne auch einen Daumen hoch und natürlich am allerbesten ein Abonnement. Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach hoffentlich mit einem der weiteren Videos hier wieder und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Flo.